Alles klar, ich glaube, es ist gestartet. Ja, Christian, erstmal vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, 'n paar Fragen zu beantworten und danke dir auch als Vertreter der Datenbankbetriebstruppe, dass du da ein bisschen Informationen teilen kannst. Wollen wir mal direkt einsteigen und gehen wir mal ein bisschen drauf ein auf den Gesamtkontext der Datenbankmigration, die Ausgangssituation, also ein paar Schritte davor, wo wir jetzt eigentlich stehen und die Herausforderungen, die wir hatten. Was hattet ihr denn eigentlich im Kontext eurer Oracle-Workloads für Herausforderungen, bevor wir überhaupt die Migration in die AWS Cloud gestartet haben? ja, hallo Erik. Ähm, Die größte Herausforderung, vor der wir standen, äh, war im Grunde, dass wir mit sehr, sehr wenig Personal eine große Menge an Datenbanken betreiben müssen. Und der Ausblick war, dass wir im Grunde mit unseren Ressourcen nicht lange dieses Modell weiterfahren können. Wir wurden zwar unterstützt durch eine selbstgeschriebene Automation, aber wir haben halt festgestellt, dass es sehr, sehr schwer ist, diese Automation am Leben zu erhalten. Und der Ausblick war im Grunde, dass dieses Betriebsmodell über kurz oder lang scheitern wird und wir da eine Entlastung brauchen. Okay, also tatsächlich brannte irgendwie der Scheiterhaufen so ein bisschen, wart ihr in Zugzwängen. Ähm, Ganz logisch, genau. der nächste Schritt ist da 'n Assessment durchzuführen, erstmal zu schauen, wo stehen wir, was haben wir für blinde Flecken, was müssen wir tun? Was hat euch denn dazu bewegt eigentlich so genau so 'n OLA, also so 'n Optimization and License Assessment mit der Apps Associates beziehungsweise natürlich auch mit der AWS durchzuführen? Ja, im Grunde mussten wir ja auch dem Management aufzeigen, ähm, wie sich durch die Verlagerung unseres Workloads in die Cloud die Lizenzsituation entwickeln würde, was für uns sehr, sehr schwer zu überblicken war, weil wir halt nicht die Experten im Thema Lizenzierung sind. Und da waren wir sehr froh, dass die Apps Associates ein Vorgehensmodell hat, die Lizenzsituation zu erfassen. Ähm, aber auch darüber hinausgeht. Im Grunde, anhand dieser Zahlen hat uns Apps Associates gezeigt, ähm, wie wir unsere Lizenzen optimiert in der Cloud nutzen können und was uns für ein finanzieller Impact erwarten wird. Okay, interessant. Das heißt also, die Ergebnisse beziehungsweise, die Ergebnisse, die ihr euch gebracht hat, also die im Prinzip aufgebahrt wurden, die im Prinzip erkannt wurden. Welche wichtigen Erkenntnisse habt ihr denn daraus, aus diesem durchgeführten OLA gewonnen und, hat's euch oder wie haben die Ergebnisse euch bei der Entscheidungsfindung geholfen? Kannst du da ganz kurz was zu sagen, was zu berichten? Natürlich. Also Oracle-Lizenzierung ist ja ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Also ich kann es auch in der ganzen Tiefe nicht wirklich durchblicken. Es gibt Leute, die betreiben das in Vollzeit. Aber im Grunde ging es darum, Überraschungen zu vermeiden. Das heißt, wir wollten nicht in die Situation kommen, dass wir unseren Workload in die Cloud verlagern und dann plötzlich ein riesen Kostenblock an Lizenzen entsteht. Das würde kein Management als Entscheidung mittragen, wenn diese große Unbekannte im Raum steht. Und durch das Assessment haben wir wirklich einen genauen Ausblick bekommen, welche Kosten für Lizenzierung wir haben werden, wenn unser Workload in der Cloud sein wird. Und Mhm. das ist ein großer Mehrwert gewesen, sodass wir mit diesen Zahlen auch eine informierte Entscheidung treffen können und auch unser Management eine informierte Entscheidung treffen konnte. Okay. In diesem gesamten Prozess, was hat denn da die Apps und aber auch die AWS aus deiner Sicht denn oder aus der Sicht des Betriebssystems rund um die Oracle und MS SQL-Datenbanken eigentlich, anders gemacht als andere Anbieter oder vielleicht auch als andere Hyperscaler? Gibt's da so ein paar Punkte? Ähm, ja, tatsächlich gibt es die. Wir haben so ein ähnliches Assessment auch schon mal mit einem anderen Hyperscaler durchgeführt. Ähm, Im Grunde in den ersten Schritten ähnlich. Das heißt, unsere Ist-Situation wurde erfasst. Ähm,
aber dieser entscheidende weitere Schritt ist halt nicht erfolgt. Im Grunde haben wir dann einen Überblick über unsere Lizenzsituation bekommen, aber halt nicht die Information beziehungsweise Strategie, wie Mhm. wir unseren Workload lizenzoptimiert in die Cloud verlagern können. Und das ist dieser entscheidende Schritt, den Apps Associates mit uns gegangen ist und der uns die Entscheidung wirklich sehr, sehr erleichtert hat, ähm, die Verlagerung unseres Datenbank-Workloads in die Cloud dann auch umzusetzen. Mhm. Also das Ergebnis oder beziehungsweise das, was heraussticht, ist im Prinzip eine Art Entscheidungshilfe oder eine Entscheidungsgrundlage, ne, die ihr geschaffen habt aus dem OLA heraus. Ähm, wo wir Genau. nämlich jetzt okay, wo wir nämlich jetzt da schon sind, wie seid ihr denn als Team da, mit der App Associates im Rahmen des AWS MAP-Programms, von der Analyse, also aus dem OLA heraus, zur tatsächlichen Migration übergegangen? Kannst du ganz kurz ein paar Stichpunkte dazu? Wie lief das im Prinzip ab und wo stehen wir da jetzt gerade? Ja, im Grunde hatten wir dann die Ergebnisse des OLA und wussten, welche Systeme wir mit welcher Lizenz in der Cloud betreiben werden. Ähm, Dann anschließend haben wir mit Apps Associates, mit der Projektplanung angefangen und ja, wurden praktisch begleitet und an die Hand genommen. Ja, und konnten von der Expertise und der Erfahrung von Apps Associates bei den Cloud-Umzügen ja, profitieren. Mhm. Also, tatsächlich 'n sehr zufriedenstellender Zustand momentan. So lese ich das jetzt bei euch raus. Also, so wie Absolut. es vorangeht Also und das, was geschaffen wurde. genau, der große Vorteil ist halt, dass Apps Associates wirklich eine große Erfahrung bei dem Thema hat. Das merkt man halt. Das heißt, da gibt es ein Vorgehensmodell. Mhm. Das ist jetzt nichts, was wir im Projekt entwickeln, sondern das holen die einfach aus der Tasche und ja, dann geht's los. Ne? Und das Und finde es ich wirklich funktioniert. klasse. Ja. Und es funktioniert, genau. Ne? Also ich behaupte mal, wenn wir diese Unterstützung nicht gehabt hätten, wäre es schon deutlich schwieriger gewesen, dieses Projekt zu starten und in Mhm. die Umsetzung zu gehen, weil wir viele Sachen, die einfach ja, bei Apps Associates bekannt sind, die Fallstricke und Schmerzen, ähm, dass wir die umgehen können, weil wir von der Erfahrung profitieren, die Apps Associates in dem Bereich hat. Mhm. Das klingt sehr gut, finde ich, tatsächlich. Aus Ja, deinem aus deinem Kosmos heraus, aus das, was du bis jetzt erfahren hast, wie du das begleitet hast, gibt's denn, von dir heraus noch Tipps, die du vielleicht auch anderen Unternehmen auf den Weg mitgeben möchtest, die tatsächlich auch über so eine Migration von zum Beispiel Oracle Workloads nach AWS, nachdenken, die du denen einfach mitgeben möchtest? Gibt's da ein 2 Dinge, wo du sagst: „Hey, auf jeden Fall dran denken?“ ja, also ganz, ganz wichtig ist wirklich den Ist-Zustand genau zu verstehen, die Ist-Situation, wo man herkommt, zu verstehen und daraus dann am Ende die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtige Strategie zu entwickeln, damit man halt nicht in einer Situation landet, wo man den Cloud-Umzug gemacht hat und alle unzufrieden sind, weil jetzt plötzlich ein großer, ja, sag ich mal, finanzieller Mehraufwand entstanden ist. Das sind halt Dinge, die man dem Management wahrscheinlich schwer verkaufen kann. Ähm, aber auch ein weiterer Punkt ist, man darf jetzt nicht nur auf das Finanzielle schauen, denn es ist jetzt keine reine Kostenfrage, denn um wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukehren, Ja. ähm, es ist eigentlich der Punkt, wie können wir Aufgaben abgeben, um unser Betriebsteam zu entlasten. Ne? Das war ja im Grunde Richtig. unser Beweggrund. Ne? Ja. Und wenn man das erreichen kann und gleichzeitig keine große finanzielle Überraschung erlebt nach dem Umzug in die Cloud, denke ich, ist es eine runde Geschichte, wenn man ja so ein Projekt dann umsetzen kann. Mhm. Ich glaube, ja, seid da auf 'm sehr guten Fahrwasser unterwegs und, bedanke mich ganz herzlich bei dir.
für die Informationen diesbezüglich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Ja, und vielen Dank, Erik. bleib gesund. Dankeschön. Ende. Ja, kann man auch machen, oder?